Heute zeige ich euch, wie sich der Soldat in der kaiserlichen Armee mit Rasiermesser oder Rasierhobel rasiert hat und wie man das auch heute noch machen kann. Und das Bier trinkst du besser erst danach, denn wir wollen schließlich auf die Sicherheit achten. Ja, da ist schon ein bisschen rau geworden. Im Schützengraben können wir so rumlaufen, aber wenn wir in der Kaserne sind, dann muss man sich doch mal schon täglich rasieren. Zum Rasieren brauchen wir natürlich als erstes einen Rasierer. Dafür können wir einen Rasierhobel nehmen. Sowas kriegt ihr auch für den Privatgebrauch noch in jeder Drogerie. Genauso wie natürlich zugehörige Rasierklingen. Das ist eine Variante, wie man es machen kann. Die ich euch jetzt zeigen will, ist aber mit einem richtigen Rasiermesser, die damals auch noch für jede Rasur geschärft werden müssen. Dazu brauchen wir natürlich ein bisschen Seife, denn Schaum aus der Dose gab es eben noch nicht. Und dazu einen Pinsel, mit dem wir die Seife dann natürlich auftragen können, und natürlich Wasser, um den Pinsel damit nass zu machen. Gut, zuallererst müssen wir jetzt unser Rasiermesser vorbereiten. Das müssen wir schärfen, relativ regelmäßig, am Schleifstein. Aber vor jeder Rasur, vor allen Dingen, müssen wir mit einem Stück Leder, das können wir hier einmal so am Tisch einspannen, und dann müssen wir das Messer abledern, damit es richtig smooth, richtig scharf ist, wenn es über die Haut gleitet, denn sonst wird es unangenehm oder man schneidet sich noch böse. Deswegen abledern, indem wir es einmal schön an der Klinge führend, ruhig auch bis zu 50 Mal über das Leder, die ganze Klinge entlang. Gut, und wenn unser Messer jetzt scharf ist, bereit zur Rasur, dann müssen wir als nächstes uns natürlich noch hier einmal den Bart etwas befeuchten. Dazu kann man sich dann ein Handtuch auf jeden Fall noch unterlegen. Und dann muss das einmal ein bisschen nass sein. So, und der nächste Schritt, ganz wichtig, haben wir jetzt unseren Rasierpinsel. Den machen wir jetzt auch einmal nass. Und dann schäumen wir damit jetzt unsere Seife ein bisschen auf. Genau, jetzt empfiehlt es sich natürlich, einen Spiegel zur Hand zu haben. So eine feine Kiste hier, wahrscheinlich eher was für Offiziere. Die Mannschaft hat natürlich ihren Kulturbeutel dabei, mit vielleicht einem kleinen Spiegel, einem kleinen Handspiegel dabei. Ansonsten, wenn ihr es privat macht, im Badezimmer natürlich gar kein Problem. Und wenn wir jetzt die Seife soweit fertig aufgetragen haben, können wir auch schon mit der Rasur beginnen. So, beim Rasieren selber ist es natürlich jetzt wichtig, dass die Haut straff angespannt wird. Und wir die Klinge, ja, ich würde mal sagen, hier in einem relativ spitzen Winkel über die Haare fahren lassen. Das ist Übungssache, Gefühlssache. Mit einem Rasierhobel hat man natürlich den Vorteil, da ist der Winkel quasi vorgegeben. Das ist einsteigerfreundlicher. Mit dem Rasiermesser braucht es ein wenig mehr Übung. Und wenn ihr jetzt mit dem Messer den Schaum und die Haare abzieht, dann werdet ihr merken, oh, das ist ja viel angenehmer als mit so einer modernen Plastikklinge an einem Nassrasierer, was auch nicht besonders nachhaltig ist eigentlich. Und ich persönlich hatte auch früher mit diesen modernen Nassrasierern ziemliche Probleme, was Pickel, Hautirritationen an den rasierten Stellen angeht. Und seit ich mich mit Rasierhobel oder Rasiermesser rasiere, wo ich, je nachdem, wenn ich das hier schärfe, muss ich gar keine neuen Rasierklingen kaufen. Und meine Haut findet es auch gut. Und wenn ihr euch nicht den Stress machen wollt mit dem Rasiermesser schärfen, gibt es heutzutage auch Alternativen. Zum Beispiel so ein Rasiermesser, wo ihr eine ganz normale Rasierklinge, die ihr auch kaufen könnt in der Drogerie, in 2 Teile brecht, die Klinge einsetzt, könnt ihr dann immer wechseln, wenn sie stumpf ist. Und dann könnt ihr euch damit ganz normal wie mit einem altertümlichen Rasiermesser rasieren. An manchen Punkten werdet ihr dann merken, es ist wichtig, dass die Haut straff angespannt ist. Dann vermeidet ihr auch, wenn ihr vorsichtig mit der Klinge am Anfang über die Haut gleitet,
dass ihr euch dabei schneidet. Ganz wichtig natürlich auch mit dem Strich rasieren. An manchen Ecken und Kanten müssen wir natürlich den Winkel leicht anpassen. Nehmt euch Zeit, lasst euch Zeit. Und dann kriegen wir auch ein zufriedenstellendes Ergebnis. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich angefangen habe, mich so zu rasieren, in Stress, in der Hektik mal kurz schnell nach dem Aufstehen, man hat verschlafen, noch schnell mit dem Rasiermesser rasieren, keine gute Idee. Man braucht Ruhe dafür. Deswegen ist es aber auch eine schöne Meditationssache eigentlich, dass man sich die Zeit nimmt, morgens oder je nachdem den Tag über, sich zu rasieren und das eben ordentlich und sauber zu machen. Und damit sind wir erstmal soweit fertig. Wie gesagt, ihr braucht Übung und wenn ihr aber schon Erfahrung habt und das schon mal gemacht habt, schreibt doch gerne in die Kommentare, was man noch verbessern kann, worauf man noch achten sollte. Und dann könnt alle was davon lernen. Ansonsten, es fängt jetzt an zu regnen. Ich sollte mich, glaube ich, wieder in die Kaserne begeben. Also macht's gut und einen schönen Tag noch. Zum Abschluss wollen wir nochmal dem Sponsor dieses Videos danken, MyHeritage. MyHeritage könnt ihr jetzt 14 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Erkunden eures Familienstammbaumes.